Hallo. Mein Name ist Elena. Ich freue mich sehr, euch heute eine ganz besondere Geschichte aus meinem Leben zu erzählen. Es ist die Geschichte über den Tag, an dem ich zum ersten Mal Mutter wurde. Dieser Moment hat mein ganzes Leben verändert. Alles begann an einem sonnigen Montagmorgen im Frühling. Ich fühlte mich bereit für ein großes Abenteuer, aber ich war auch ein bisschen nervös. In der Nacht konnte ich kaum schlafen. Mein Mann Lukas und ich hatten das Babyzimmer schon vor Wochen fertig dekoriert. Die Wände waren hellblau und überall standen kleine Möbel. Wir hatten alles vorbereitet: Kleidung, Spielzeug und ein weiches Bettchen. Wir wussten, dass unser Leben bald ganz anders sein würde. Aber man kann sich nie zu 100% auf so ein Wunder vorbereiten. Am Morgen spürte ich die ersten Schmerzen. Es war kein schlimmer Schmerz, sondern eher ein Ziehen. Lukas sah mich an und fragte sofort: Geht es jetzt los? Ich nickte nur und lächelte tapfer. Wir nahmen unsere gepackte Tasche und gingen zum Auto. Die Fahrt zum Krankenhaus dauerte nur 15 Minuten, aber für mich fühlte es sich wie eine Ewigkeit an. Die Stadt war schon wach und laut. Im Krankenhaus angekommen, wurden wir freundlich empfangen. Die Hebamme namens Sarah war sehr ruhig und professionell. Sie sagte mir, dass alles ganz normal verlaufen würde. Ich musste tief durchatmen. Lukas hielt die ganze Zeit meine Hand. Es war wichtig für mich, dass er da war. Wir warteten in einem hellen Zimmer. Die Zeit verging langsam, und draußen fing es leicht an zu regnen. Die Stunden vergingen und die Schmerzen wurden stärker. Ich versuchte, mich an die Atemübungen aus dem Kurs zu erinnern. Einatmen, ausatmen, sagte ich mir immer wieder. Es war anstrengend, fast wie ein Marathonlauf. Aber in meinem Kopf dachte ich nur an das Baby. Ich wollte endlich wissen, wie es aussieht. Hat es meine Augen oder die Nase von Lukas? Diese Neugier gab mir die nötige Kraft. Gegen Nachmittag wurde es ernst. Die Hebamme und die Ärztin kamen öfter ins Zimmer. Sie sagten motivierende Worte wie: Du schaffst das, Elena. Du bist fast am Ziel. Ich war sehr müde, aber ich konzentrierte mich vollkommen. Lukas war mein Fels in der Brandung. Er gab mir Wasser zu trinken und strich mir über die Stirn. Es war ein Moment der absoluten Verbindung zwischen uns beiden. Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Ein ganz leises, hohes Schreien. In diesem Moment blieb die Welt für eine Sekunde stehen. Die Schmerzen waren sofort vergessen. Die Ärztin legte mir ein kleines, warmes Bündel auf die Brust. Es war meine Tochter. Sie war so winzig und perfekt. Ich konnte es kaum glauben, dass dieser kleine Mensch nun zu uns gehörte. Tränen der Freude liefen über mein Gesicht. Sie ist da, flüsterte Lukas mit tränenden Augen. Wir betrachteten unsere Tochter minutenlang schweigend. Sie hatte dunkle Haare und ganz lange Finger. Wir nannten sie Maya. Maya öffnete kurz ihre Augen und schaute mich an. Es war ein magischer Blick. In diesem Augenblick fühlte ich eine Liebe, die ich vorher noch nie gespürt hatte. Es war die reinste Form von Glück, die man sich vorstellen kann. Nach einer Weile mussten wir uns ausruhen. Das Krankenhauspersonal war sehr hilfsbereit. Sie zeigten mir, wie ich das Baby halten und füttern sollte. Alles war neu für mich. Ich hatte Angst, etwas falsch zu machen, weil Maya so zerbrechlich wirkte. Aber die Hebamme beruhigte mich: Höher auf dein Herz,
du bist jetzt eine Mutter. Dein Instinkt wird dir helfen, das gab mir viel Selbstvertrauen. Die erste Nacht im Krankenhaus war kurz. Maya schlief viel, aber ich konnte meine Augen nicht von ihr abwenden. Ich beobachtete jeden kleinen Atemzug. Es war so friedlich. Ich dachte über meine eigene Mutter nach und verstand plötzlich, wie viel sie für mich getan hatte. Mutter zu sein bedeutet Verantwortung, aber auch unendlich viel Wärme. Ich fühlte mich plötzlich viel erwachsener als noch am Vortag. 2 Tage später durften wir nach Hause gehen. Lukas trug die Babyschale ganz vorsichtig zum Auto. Zu Hause angekommen, roch alles nach Frühling. Meine Eltern hatten das Haus mit Blumen und Ballons dekoriert. Überall hingen Schilder mit der Aufschrift Willkommen, kleine Maya. Es war ein herzlicher Empfang. Wir setzten uns gemeinsam ins Wohnzimmer und genossen die Stille als kleine Familie. Der Alltag änderte sich radikal. Früher haben wir lange geschlafen und spontane Ausflüge gemacht. Jetzt drehte sich alles um Mayas Rhythmus. Windeln wechseln, füttern, baden und spazierengehen wurden zu meinen Hauptaufgaben. Es war manchmal anstrengend, besonders wenn sie nachts weinte. Aber wenn sie mich am Morgen anlächelte, war jede Müdigkeit sofort verschwunden. Ein Lächeln heilt alles. Ich lernte, geduldiger zu sein. Kleine Dinge wurden plötzlich sehr wichtig. Wenn Maya zum ersten Mal nach einem Spielzeug griff oder versuchte, ihren Kopf zu halten, feierten wir das wie einen großen Sieg. Ich merkte, dass Zeit das kostbarste Geschenk ist. Ich wollte keine Sekunde ihrer Entwicklung verpassen. Lukas und ich arbeiteten als Team zusammen, was unsere Beziehung noch stärker machte. Heute ist Maya schon ein paar Monate alt. Wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, Mutter zu sein ist die schönste Aufgabe der Welt. Es gibt Herausforderungen, ja, aber die Freude überwiegt immer. Ich hoffe, meine Geschichte hat euch gefallen und macht euch Mut für eure eigenen Wege. Das Leben ist voller Wunder, man muss nur bereit sein, sie zu empfangen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hallo und willkommen bei Slow German Daily. Wir lernen Deutsch ganz entspannt und langsam. Mit Geschichten und Dialogen aus dem Alltag. Gefällt dir das Video? Dann abonniere den Kanal, gib uns einen Daumen hoch und schreibe einen Kommentar. Vielen Dank für deine Unterstützung.